Wien, Herbst 2009. Als Wilhelm Gabler an diesem Abend den Anruf erhielt, glaubte er zunächst an einen gewöhnlichen Fall. Eine Familie berichtete von seltsamen Geräuschen in ihrer Wohnung. Schritte in der Nacht, Klopfen in den Wänden. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Nichts, was er nicht schon dutzende Male gehört hätte. Doch 3 Tage später stand er in einem Altbau im 3. Stock eines Hauses am Stadtrand von Wien und erlebte etwas, über das er bis heute nur selten spricht. Nach seinen späteren Aussagen habe er dort etwas gesehen, das er sich nicht erklären konnte. Etwas, das niemals hätte möglich sein dürfen. Und obwohl zahlreiche Menschen an diesem Abend im Haus waren, existiert bis heute kein Beweis dafür. Keine Aufnahmen, keine Fotos. Nur die Aussagen der Beteiligten. Basierend auf Berichten entwickelte sich daraus einer der rätselhaftesten Fälle, die innerhalb der Wiener Paranormalszene jemals diskutiert wurden. Im Herbst 2009 erhielt Wilhelm Gabler einen Anruf, der sich zunächst kaum von den vielen anderen unterschied, die ihn im Laufe der Jahre erreicht hatten. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frau aus Wien. Ihre Stimme klang angespannt. Sie erklärte, dass ihre Familie seit mehreren Wochen seltsame Vorfälle in ihrer Wohnung erlebte. Zunächst habe niemand diesen Ereignissen besondere Bedeutung beigemessen. Doch mit der Zeit seien die Vorfälle häufiger geworden. Die Familie wohnte in einem alten Mehrparteienhaus am Stadtrand von Wien. Das Gebäude stammte aus den frühen Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. Die langen Flure, knarrenden Holzböden und die teilweise noch originalen Türen verliehen dem Haus eine besondere Atmosphäre. Viele Bewohner bezeichneten den Altbau als charmant. Andere empfanden ihn als bedrückend. Alles begann mit Geräuschen. Zunächst waren es nur vereinzelte Schritte in der Nacht. Die Eltern hörten sie meistens zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens. Es klang, als würde jemand langsam durch den Flur gehen. Die Schritte waren deutlich genug, um mehrere Familienmitglieder aufzuwecken. Doch jedes Mal, wenn jemand nachsehen wollte, war niemand dort. Der Flur war leer. Die Wohnungstür verschlossen. Und auch im Stiegenhaus ließ sich keine Person entdecken. Die Familie vermutete zunächst einfache Ursachen. Vielleicht waren es die Nachbarn. Vielleicht arbeiteten die alten Rohre im Haus. Vielleicht spielte ihnen die Müdigkeit einen Streich. Doch die Geräusche hörten nicht auf. Im Gegenteil. In den folgenden Wochen kamen weitere Vorfälle hinzu. Die 13-jährige Anna berichtete ihren Eltern, dass sie nachts manchmal das Gefühl habe, nicht allein in ihrem Zimmer zu sein. Mehrmals behauptete sie, eine dunkle Gestalt in einer Ecke ihres Zimmers gesehen zu haben. Die Eltern glaubten zunächst an Albträume. Anna befand sich mitten in der Pubertät, hatte schulischen Stress und verbrachte viel Zeit allein. Niemand nahm ihre Aussagen besonders ernst. Doch eines Nachts geschah etwas, das die Situation veränderte. Gegen 2 Uhr morgens wurde Annas Mutter von einem lauten Geräusch geweckt. Es klang, als wäre im Kinderzimmer ein schwerer Gegenstand umgefallen. Sie eilte sofort zu ihrer Tochter. Als sie die Tür öffnete, saß Anna aufrecht im Bett. Sie weinte. Auf die Frage, was passiert sei, antwortete sie nur mit einem Satz: Jemand war hier. Mehr wollte sie nicht sagen. Am nächsten Morgen durchsuchte die Familie das Zimmer. Es gab keine Spuren eines Einbruchs. Kein Fenster stand offen. Kein Gegenstand war umgestürzt. Alles wirkte völlig normal. Doch von diesem Tag an begann Anna nachts mit eingeschaltetem Licht zu schlafen. Auch die Nachbarn meldeten ungewöhnliche Beobachtungen. Eine ältere Bewohnerin behauptete, sie habe mehrfach Schritte im Stiegenhaus gehört, obwohl niemand dort gewesen sei. Ein anderer Nachbar berichtete von seltsamen Klopfgeräuschen, die scheinbar aus den Wänden kamen.
Die Hausverwaltung wurde informiert. Ein Techniker überprüfte Leitungen, Rohre und elektrische Anlagen. Das Ergebnis war ernüchternd. Es konnte keine technische Ursache festgestellt werden. Je mehr Wochen vergingen, desto nervöser wurde die Familie. Schließlich entschloss sich Annas Mutter dazu, jemanden zu kontaktieren, der Erfahrung mit ungewöhnlichen Fällen hatte. So kam Wilhelm Gabler ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass die Ereignisse in der Wohnung schon bald eine Wendung nehmen würden, über die Jahre später noch immer gesprochen werden sollte. 3 Tage nach dem Telefonat stand Wilhelm Gabler vor dem Altbau. Es war ein kühler Abend Ende Oktober. Die Straßenlaternen warfen ein schwaches gelbliches Licht auf die nassen Gehsteige, während dichter Nebel durch die Straßen zog. Schon die Umgebung wirkte ungewöhnlich still. Als Wilhelm das Gebäude betrat, bemerkte er sofort den Geruch des alten Hauses. Eine Mischung aus Holz, Staub und Feuchtigkeit lag in der Luft. Nichts Ungewöhnliches für einen Altbau dieser Art. Trotzdem hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Später sollte er sagen, dass dieses Gefühl wahrscheinlich nur Einbildung gewesen sei. Damals glaubte er das jedenfalls. In der Wohnung angekommen, stellte ihn die Familie zunächst den anderen Bewohnern vor. Annas Vater wirkte skeptisch. Er glaubte nicht an Geister oder übernatürliche Phänomene. Für ihn musste es eine logische Erklärung geben. Die Mutter hingegen war deutlich nervöser. Anna selbst sprach kaum. Während die Erwachsenen redeten, saß sie still auf einem Stuhl und blickte immer wieder zur Tür ihres Kinderzimmers. Wilhelm bemerkte das sofort. »Warum schaust du ständig dorthin?« fragte er. Anna antwortete erst nach einigen Sekunden. »Weil es meistens dort beginnt.« Niemand sagte etwas. Für einen kurzen Moment wurde es unangenehm still. Kurz darauf begann die Untersuchung. Wilhelm und seine beiden Begleiter bauten mehrere Kameras auf. Zusätzlich wurden Audiorekorder und Temperaturmessgeräte in verschiedenen Räumen verteilt. Wie immer erwarteten sie keine spektakulären Ergebnisse. In den meisten Fällen fanden sie später harmlose Ursachen: alte Leitungen, defekte Heizungen, Zugluft oder schlicht Missverständnisse. Die ersten 2 Stunden verliefen ereignislos. Die Geräte zeichneten auf. Die Familie versuchte sich normal zu verhalten. Gegen 22 Uhr bemerkte einer der Begleiter jedoch etwas Merkwürdiges. Im Flur sank die Temperatur plötzlich um mehrere Grad. Innerhalb weniger Minuten fiel sie von knapp 20 Grad auf unter 15 Grad. Wilhelm kontrollierte sofort Fenster und Türen. Alles war geschlossen. Auch die Heizung funktionierte normal. Eine Erklärung fand niemand. Die Messgeräte wurden überprüft. Sie arbeiteten fehlerfrei. Während die Erwachsenen darüber diskutierten, saß Anna weiterhin schweigend im Wohnzimmer. Erst gegen Mitternacht sprach sie wieder: »Er ist heute früher da.« Die Mutter erstarrte. »Wer?« fragte Wilhelm. Anna antwortete nicht. Sie blickte nur in Richtung Flur. In diesem Moment hörten mehrere Personen ein deutliches Geräusch. Ein Schritt, dann noch einen. Langsam, als würde jemand durch den Gang gehen. Alle Anwesenden verstummten. Die Schritte waren klar zu hören. Niemand bewegte sich. Niemand sprach. Das Geräusch kam eindeutig aus dem Flur. Wilhelm griff nach seiner Taschenlampe und ging gemeinsam mit einem Kollegen nachsehen. Der Flur war leer. Keine Person, keine Bewegung, nichts. Doch die Schritte hatten alle gehört. Sogar Annas Vater. Der Mann, der bis dahin jede Erklärung im Bereich des Übernatürlichen kategorisch abgelehnt hatte. Als die beiden zurück ins Wohnzimmer kamen, wirkte die Stimmung verändert. Zum ersten Mal an diesem Abend schien niemand mehr sicher zu sein, was eigentlich vor sich ging. Und das sollte erst der Anfang sein. Denn wenige Minuten später begann sich die Aufmerksamkeit aller auf Annas Zimmer zu richten. Dort,
Hinter der halb geöffneten Tür schien etwas ihre Anwesenheit bemerkt zu haben. Kurz nach Mitternacht hatte sich die Atmosphäre in der Wohnung vollständig verändert. Niemand sprach mehr über technische Defekte oder alte Rohre. Niemand machte Witze. Selbst Annas Vater, der den ganzen Abend versucht hatte, rationale Erklärungen zu finden, wirkte inzwischen angespannt. Immer wieder blickte er in Richtung Kinderzimmer. Dort war es inzwischen auffallend still geworden. Zu still. Die Tür stand halb offen. Das Licht im Raum war ausgeschaltet. Nur das schwache Licht aus dem Flur fiel über den Boden bis hinein in das Zimmer. Wilhelm entschied, die Untersuchung fortzusetzen. Gemeinsam mit einem seiner Begleiter betrat er das Zimmer. Es war ein gewöhnliches Jugendzimmer. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Kleiderschrank, ein paar Bücher, nichts Auffälliges. Und trotzdem beschrieb später jeder der Anwesenden denselben Eindruck. Das Zimmer fühlte sich anders an, als würde die Luft darin schwerer wirken, als hätte sich die Stimmung verändert, sobald man die Türschwelle überschritt. Wilhelm überprüfte erneut die Messgeräte. Die Temperatur lag deutlich niedriger als im Rest der Wohnung. Fast 7 Grad Unterschied. Eine Erklärung fand er nicht. Keine offene Fensterdichtung, keine Zugluft, keine technischen Besonderheiten. Währenddessen saß Anna auf ihrem Bett. Sie wirkte ungewöhnlich ruhig, fast zu ruhig. Mehrmals fragte ihre Mutter, ob alles in Ordnung sei. Anna nickte lediglich. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Das Mädchen begann plötzlich auf dieselbe Ecke des Zimmers zu starren. Immer wieder. Sekundenlang. Ohne zu blinzeln. Wilhelm bemerkte es sofort. »Was siehst du dort?« Keine Antwort. »Anna?« Wieder keine Antwort. Stattdessen hob das Mädchen langsam den Kopf. Ihre Augen blieben auf denselben Punkt gerichtet, als würde dort jemand stehen. Doch natürlich war dort niemand. Der Raum war leer, zumindest schien er das zu sein. Die Erwachsenen wechselten nervöse Blicke. Niemand wusste, wie er reagieren sollte. Plötzlich sprach Anna, leise, fast flüsternd. »Heute ist er näher.« Sofort fragte ihre Mutter, »Wer ist näher?« Das Mädchen antwortete nicht. Wieder starrte sie in dieselbe Ecke. Dann schien sie zuzuhören, als würde jemand mit ihr sprechen. Niemand sonst hörte etwas. Doch Anna nickte mehrmals. Langsam, ruhig. Wilhelm spürte, wie ihm ein unangenehmes Gefühl den Rücken hinauflief. Später sollte er sagen, dass genau in diesem Moment zum ersten Mal echte Unsicherheit entstanden sei. Nicht wegen eines Geräusches, nicht wegen eines Messwertes, sondern wegen Annas Verhalten. Denn nichts daran wirkte gespielt. Nichts wirkte wie eine kindliche Fantasie. Es sah aus, als würde sie tatsächlich auf etwas reagieren. Dann geschah das Nächste. Ein lautes Klopfen, 3 Schläge, direkt aus der Wand hinter dem Bett. Alle hörten es. Die Mutter schrie erschrocken auf. Einer der Begleiter ließ beinahe seine Taschenlampe fallen. Wilhelm sprang sofort auf. Er untersuchte die Wand. Nichts. Keine Rohre, keine Hohlräume, keine Nachbarwohnung auf der anderen Seite. Die Wand grenzte an das Treppenhaus. Doch dort war niemand. Während die Erwachsenen diskutierten, blieb Anna vollkommen ruhig, fast unnatürlich ruhig. Dann fiel plötzlich das Licht aus. Die gesamte Wohnung lag für wenige Sekunden in völliger Dunkelheit. Kein Flurlicht, keine Lampe, nichts, nur Stille. Eine schwere, bedrückende Stille. Als das Licht wenige Augenblicke später zurückkehrte, bemerkten mehrere Personen gleichzeitig etwas Seltsames. Anna saß nicht mehr dort, wo sie zuvor gesessen hatte.
Sie befand sich nun am anderen Ende des Bettes. Niemand hatte gesehen, wie sie sich bewegt hatte. Niemand konnte erklären, wie sie dorthin gelangt war. Und zum ersten Mal an diesem Abend wollte einer der Anwesenden die Wohnung verlassen. Doch Wilhelm bestand darauf, noch zu bleiben. Er hatte das Gefühl, dass die Nacht ihren eigentlichen Höhepunkt noch nicht erreicht hatte. Und damit sollte er Recht behalten. Die Uhr zeigte inzwischen kurz nach 1 Uhr morgens. Niemand sprach mehr von Zufällen. Niemand sprach mehr von alten Leitungen oder Einbildung. Die Stimmung in der Wohnung war inzwischen von etwas anderem geprägt. Unsicherheit. Nicht die Art von Angst, die durch einen plötzlichen Schreck entsteht, sondern jene langsam wachsende Unsicherheit, die entsteht, wenn Menschen erleben, dass Dinge geschehen, die nicht in ihr gewohntes Weltbild passen. Anna saß weiterhin auf ihrem Bett. Die Mutter hatte inzwischen neben ihr Platz genommen. Ihr Vater stand an der Tür. Wilhelm und seine beiden Begleiter befanden sich auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes. Jeder konnte jeden sehen. Niemand war allein. Und genau deshalb sollte das, was als nächstes geschah, alle Beteiligten bis heute beschäftigen. Zunächst veränderte sich erneut die Temperatur. Innerhalb weniger Sekunden zeigte eines der Geräte einen drastischen Abfall an. Die Anzeige sprang immer weiter nach unten. Einer der Begleiter hielt das Gerät hoch. »Das kann nicht stimmen«, murmelte er. Doch noch bevor jemand reagieren konnte, ertönte wieder dieses Klopfen. Diesmal lauter und näher. Nicht aus der Wand, nicht aus dem Flur, sondern direkt unter dem Bett. 3 harte Schläge, dann Stille. Die Mutter sprang erschrocken auf. Der Vater trat einen Schritt nach vorne. Wilhelm kniete sich sofort hin und leuchtete unter das Bett. Dort war nichts, keine Person, kein Gegenstand, keine Erklärung. Als er wieder aufstand, bemerkte er etwas Merkwürdiges. Anna blickte erneut in dieselbe Ecke des Zimmers. Doch diesmal wirkte sie nicht ruhig. Sie wirkte konzentriert, fast so, als würde sie jemandem zuhören. Langsam hob sie den Kopf. Ihre Augen waren weit geöffnet. Dann begann sie zu sprechen. Leise. Zu leise, um die Worte klar zu verstehen. Mehrere Personen versuchten später zu rekonstruieren, was sie gesagt hatte. Keiner konnte sich sicher erinnern. Einige glaubten, sie habe auf Fragen geantwortet. Andere waren überzeugt, sie habe lediglich vor sich hingemurmelt. Bis heute gibt es darüber keine Einigkeit. Plötzlich fiel eine der Kameras aus, ohne Vorwarnung. Der Bildschirm wurde schwarz. Der Rekorder stoppte. Dann begann auch das zweite Gerät zu flackern. Wilhelm fluchte leise. Ausgerechnet jetzt. Er überprüfte die Kabel. Alles schien in Ordnung. Doch die Geräte reagierten nicht mehr. In diesem Moment hörte man ein Geräusch hinter sich. Mehrere Zeugen beschrieben es später als das Knarren eines alten Bettes. Langsam drehten sich alle um. Und dann geschah das Ereignis, das den gesamten Fall berühmt machen sollte. Für wenige Sekunden schien sich Anna vom Bett zu lösen. Nicht weit, nicht spektakulär, aber genug, dass mehrere Personen später unabhängig voneinander dieselbe Aussage machten. Das Mädchen habe sich sichtbar angehoben, nur wenige Zentimeter, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Niemand konnte es später exakt beschreiben. Der Moment dauerte nur Augenblicke. Dann fiel Anna plötzlich zurück auf die Matratze. Ein dumpfes Geräusch erfüllte den Raum. Die Mutter schrie. Der Vater stürzte sofort zu seiner Tochter. Einer der Begleiter verließ panisch das Zimmer. Wilhelm blieb wie erstarrt stehen. Nicht, weil er wusste, was er gesehen hatte, sondern weil er nicht wusste, was er gesehen hatte. Innerhalb weniger Sekunden herrschte Chaos. Jeder sprach gleichzeitig.
Jeder hatte etwas anderes wahrgenommen. Einige waren überzeugt, dass Anna tatsächlich über dem Bett geschwebt hatte. Andere glaubten an eine optische Täuschung. Wieder andere konnten sich später nicht einmal mehr sicher erinnern, was genau passiert war. Doch über einen Punkt waren sich alle einig. In dieser Nacht war etwas geschehen. Etwas, das niemand unmittelbar erklären konnte. Und während draußen über Wien dichter Nebel aufzog, ahnte noch niemand, dass die eigentlichen Fragen erst am nächsten Morgen beginnen würden. Als die Sonne am nächsten Morgen über Wien aufging, war die Stimmung in der Wohnung völlig verändert. Niemand sprach mehr darüber, was genau in der Nacht geschehen war. Die Beteiligten wirkten erschöpft. Fast so, als hätten sie nicht nur Schlaf verloren, sondern auch ein Stück ihrer Sicherheit. Anna selbst konnte sich angeblich nur bruchstückhaft an die Ereignisse erinnern. Auf Fragen reagierte sie ausweichend. Mehrfach erklärte sie lediglich, dass sie sich an eine große Müdigkeit erinnere. An mehr nicht. Für Wilhelm begann nun der Teil seiner Arbeit, den Außenstehende nie zu sehen bekamen: die Auswertung. Stundenlang sichtete er gemeinsam mit seinen Begleitern das gesamte Material. Jedes Foto, jede Tonaufnahme, jede Minute Video. Sie suchten nach Hinweisen, nach Fehlern, nach Erklärungen. Doch genau dort begann das eigentliche Rätsel. Die wichtigste Kamera war kurz vor dem Vorfall ausgefallen. Die zweite Kamera hatte nur Fragmente aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen war nichts zu erkennen, das den Aussagen der Zeugen eindeutig widersprochen hätte. Aber auch nichts, das sie bestätigte. Die Tonaufnahmen waren nicht weniger merkwürdig. Mehrfach fanden sich dort Geräusche, die sich keiner der Anwesenden erklären konnte. Klopfen, leises Kratzen und an einer Stelle etwas, das wie eine entfernte Stimme klang. Mehrere Personen hörten die Aufnahme unabhängig voneinander an. Jeder verstand etwas anderes. Einige glaubten, ein Wort zu erkennen. Andere hörten lediglich Störungen. Kein Experte konnte später mit Sicherheit sagen, was tatsächlich aufgezeichnet worden war. In den Wochen danach kehrte zunächst Ruhe ein. Die Schritte verschwanden. Die Klopfgeräusche hörten auf. Auch Anna berichtete von keinen weiteren Vorfällen. Fast schien es, als wäre alles vorbei. Doch dann begann etwas anderes. Die Familie erhielt plötzlich anonyme Briefe. Keine Drohungen, keine Forderungen, nur kurze Nachrichten, ohne Absender, ohne Erklärung. Einer der Zettel enthielt lediglich 3 Wörter. Er ist noch hier. Die Familie meldete den Vorfall der Polizei. Doch die Ermittlungen verliefen im Sande. Es konnten weder Fingerabdrücke noch andere verwertbare Spuren gesichert werden. Wenige Monate später traf die Familie eine Entscheidung. Sie zog aus. Der Altbau im 3. Stock wurde verlassen. Eine andere Wohnung, ein anderer Bezirk, ein Neuanfang. Und tatsächlich endeten danach sämtliche Vorfälle, zumindest offiziell. Anna sprach nur noch selten über die Ereignisse. Später verweigerte sie Interviews vollständig. Auch andere Beteiligte wollten sich nicht mehr öffentlich äußern. Manche behaupteten, sie hätten ihre Erinnerungen mit der Zeit hinterfragt. Andere blieben bis heute bei ihren Aussagen. Wilhelm gehörte zu letzteren. Obwohl er in den folgenden Jahren hunderte weitere Fälle untersuchte, bezeichnete er diesen Vorfall immer wieder als den ungewöhnlichsten seiner gesamten Laufbahn. Nicht, weil er glaubte, einen Geist gesehen zu haben, sondern weil er bis heute keine Erklärung gefunden hatte. Viele Jahre später stand das Gebäude noch immer an derselben Stelle. Neue Bewohner waren eingezogen. Die meisten von ihnen berichteten von keinerlei Auffälligkeiten, doch vereinzelt tauchten weiterhin Geschichten auf. Von Schritten in der Nacht, von Geräuschen im Treppenhaus, von dem Gefühl, beobachtet zu werden.
Keine dieser Aussagen konnte jemals bestätigt werden. Doch keine konnte vollständig widerlegt werden. Vielleicht gab es für alles eine logische Erklärung. Vielleicht spielte die Erinnerung den Beteiligten einen Streich. Vielleicht entstand aus Angst und Erwartungshaltung eine Geschichte, die mit jedem Jahr größer wurde. Oder vielleicht geschah in jener Nacht tatsächlich etwas, das bis heute niemand erklären kann. Sicher ist nur eines: Der Vorfall im 3. Stock beschäftigt die Menschen noch immer. Und genau deshalb gehört er bis heute zu den rätselhaftesten Fällen, die jemals in der Wiener Paranormalszene diskutiert wurden. Mehr als 15 Jahre sind seit den Ereignissen vergangen. Bis heute existiert kein Beweis dafür, was sich damals tatsächlich im 3. Stock des Wiener Altbaus ereignete. Es gibt keine eindeutigen Aufnahmen, keine wissenschaftliche Erklärung, keine übereinstimmenden Aussagen aller Beteiligten. Dennoch bleiben die Berichte bestehen. Einige Zeugen sind überzeugt, etwas Ungewöhnliches erlebt zu haben. Andere glauben an Angst, Gruppendynamik oder fehlerhafte Erinnerungen. Was in jener Nacht wirklich geschah, ist bis heute ungeklärt. Und genau deshalb wird der Fall noch immer diskutiert. Basierend auf Berichten bleibt er einer der rätselhaftesten Vorfälle, die jemals innerhalb der Wiener Paranormalszene bekannt wurden.